Herzlich willkommen, liebe Freunde aus Beuerberg, Oberbayern am Simsee. Wir haben heute einen wunderschönen BMW 327/28. Die sind ja sehr selten. Da sind nur 500 Autos gebaut worden mit 80 PS. Hatte die Maschine vom BMW 328 und war der Sportwagen der 30er Jahre. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie der fährt, weil wir haben hier einen, der ist voll restauriert worden. Da steht im Gutachten Zustand 1-, haben wir alles schön dokumentiert. Er hat eine wunderschöne Farbe, ist ein toller Fahrwagen. Und damit geht es jetzt mal los hier in die Bayerischen Berge und ja, da freue ich mich schon drauf. Also, auf geht's! Ja, also der einfache 327 hatte 55 PS mit 6 Zylindern und 2 Liter Hubraum, und er hier hat eben den Aluminiumkopf. Die Maschine war weltbekannt nachher auch von Autorennen, vom BMW 328, das war ja der Rennwagen von BMW, und der ist eigentlich alternativ gebaut worden zu dem Auto hier, und das war der 80 PS Sportwagen. Also ein 327/28 war eigentlich der Sportwagen der 30er Jahre. Das konnte man sich leisten, wenn man gut betucht war. Die ganzen großen Horch- und Mercedes-Kompressorfahrzeuge, das war natürlich nichts für den normalen Sportwagenfahrer, aber dieser hier. Das Auto hat damals 80 PS erzeugt, ist damit 140 Stundenkilometer schnell gewesen, was zu der Zeit eine richtige Geschwindigkeit war. Da gab es ja damals die ersten Reichsautobahnen und da war das einfach ein Genuss, mit so einem Auto fahren zu können. Und wir haben heute Morgen gesagt, komm, das ist ein so schöner 327/28, das könnt ihr, glaube ich, hier auch sehen, Armaturenbrett, das ist alles tipptopp restauriert worden. Der Wiederbeschaffungswert bei dem Auto ist vom Gutachter festgestellt worden mit 300.000 Euro. Also wenn man so einen Wagen richtig gut macht, dann kostet das auch richtiges Geld. Ja, und der Wagen ist richtig gut gemacht worden. Ist voll restauriert in allen Details. Hat die richtige 80 PS Maschine da vorne drin, die auch super läuft. Wir fahren hier natürlich jetzt noch ein bisschen warm hier, aber es ist wirklich ein schönes Auto. Man sieht das hier überall, wenn man sich das qualitativ anguckt. Es war ja damals so die erste Stromlinienform mit der geteilten Frontscheibe hier vorne, mit den kleinen Scheibenwischerchen. Da liegen noch hier vorne die Scheibenwischer, da ist der Motor drin offen. Man konnte die Gläser hier vorne, wenn man daran drehte, dann bewegten die sich nach vorne, kam, wenn es warm war, auch da die Luft durch. Schaut mal hier. Also war eine herrliche Klimaanlage, halt eben eine natürliche Klimaanlage, funktioniert aber toll. Und wenn dann der Regen kam, dann musste man das zurückdrehen und dann war das wieder zu. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Flugzeug, vorne die Front mit diesen schönen doppelt geteilten Scheiben und dann in einem tollen Zustand. Das ist ja aus Aluminium der Rahmen. Hier, das ist auch Aluminium. Also das Auto ist sehr, sehr edel restauriert. Der Zustand ist wirklich richtig gut. Auto hat Sound wie alle Vorkriegsautos. Macht wirklich Spaß zu fahren. Ja, ich muss mich wie an jeden Oldtimer jetzt erstmal auch an den gewöhnen, obwohl BMW 327 haben wir schon viele verkauft. Aber einen wirklich guten 327/28 gibt es nicht viele. Das kann ich mal sagen, das ist ein wirklich gutes Auto. Hier spürt man, der fährt sehr, sehr schön. Hat die Original-Securit-Scheiben drin, das könnt ihr sehen an den Stempeln übrigens hier vorne. Da steht Securit drauf, das war die Firma, die das Glas über Jahrzehnte hergestellt hat. Jetzt muss mir Paul, der hält mir gerade die Kamera vor die Augen, das ist ein bisschen unglücklich. Dann sehe ich nämlich nichts. So, warte mal, jetzt müssen wir hier langsam zurück. Da. Ja, laufen tut das schön, schaltet sich gut. Man kann in 327/28 an den etwas anderen Instrumenten erkennen. Der 327, der normale mit 55 PS, hatte andere Instrumente. Und was ihn noch unterscheidet, der 327 hatte Radkappen in Chrom. Und der 327/28 hat Zentralverschlussfelgen, die zeigen wir euch gleich. Aber ich muss sagen, also laufen tut er herrlich, hat einen tollen Sound, das ist ja heute der schöne
letzte Tag, wo wir schönes Wetter haben mit 22 Grad. Man kann ihn auch schön fahren. Also hier geht richtig los, hier Auto läuft toll. Hat wie gesagt die beiden oben liegenden Nockenwellen, da könnt ihr den Unterschied erkennen zum normalen kleinen Sechszylinder-Motor, der ein Drittel weniger PS hatte. Was hat so ein Auto gekostet? So ein Wagen kostete damals knapp 8.000 Reichsmark, das war eine ganze Menge Geld. Konnten sich wirklich nur betuchte Reichsbürger leisten. Also ich meine damals aus der Zeit die Reichsbürger des Dritten Reiches. Ja, also er fährt sich sehr schön, er hat dieses charakteristische Lenkrad mit seinen Metallspeichen. Ist immer ein bisschen weich, das verbiegt sich immer so ein bisschen, das merkt man auch. Aber laufen tut er toll. Das ist ein Sportwagen, ein Sportroadster. Genau genommen mit 2+2, also vorne sind die beiden Fahrersitze und hinten hat er noch zwei kleinere Sitze. Und die Besonderheit am 327 28 ist eigentlich die, dass man den Kofferraum von innen beladen muss. Das geht nicht von außen, da ist ein Reserverad hinten drauf. Das Auto hat nur ein Reserverad, aber Reserveräder brauchten sie früher alle. Ja, und das ist halt ein 327 28 Kofferraum von hinten. Im Grunde war das ein Auto für Erwachsene und zwei kleine Kinder oder für zwei Erwachsene auf längerer Reise mit gutem Reisegepäck. Also beides war möglich. Das Interessante an dem Auto ist, er ist relativ leicht und das spürt man beim Fahren. Der Wagen wiegt nur 1100 Kilo und 1100 Kilo ist nicht viel. Und ihr könnt ja sehen, der fährt herrlich hier. Das Ding rauscht richtig gut nach vorne. Hat auch einen verhältnismäßig guten Geradeauslauf für ein Vorkriegsauto. Hat Spiegel, wo man auch im rückwärtigen Verkehr gut erkennen kann. Ist alles sehr schön gelöst. Hier vorne am Armaturenbrett könnt ihr sehen, ist der Aschenbecher aus Aluminium. Ja, und vorne auf den Kotflügeln, dadurch ist der sehr übersichtlich, links und rechts, hat er die schönen alten originalen BMW-Blinker. Ebenfalls, das heißt, das ist Chrom, wie ich sehe. Aber wenn man hier guckt, also hier, schaut euch das mal an, qualitativ ist das ein herrliches Auto. Hier, das ist oft gebrochen bei den Wagen, ist alles super schön restauriert. Also der ist qualitativ in einem hervorragenden Zustand. Und ich muss sagen, wie er so fährt, macht Spaß zu fahren, das Auto. Herrliches Fahrauto. Man fühlt sich in das Jahr 1938 zurückversetzt. Unser Auto ist ja hier Baujahr 39, also kurz vorm Krieg. Gebaut wurden die Autos noch bis 1941 und dann bei Ende anhand des Zweiten Weltkrieges. Und als nachher der Krieg vorüber war in 1945, dann ist ja Deutschland geteilt gewesen. Und dann lief das so, dass man drüben die Eisenacher Motorenwerke hatte. Also die EMWs, die wurden dann noch eine ganze Zeit weitergebaut. So, wo geht das jetzt rechts rein? Hier vorne? Ja. Paul kennt sich da ja immer aus. Wir fahren ja hier Spezialstrecken. Paul ist ja in Prien groß geworden, dadurch weiß der hier jede Straße. Und das Schöne ist, dadurch gibt es ja immer gute Filme für euch, weil wir natürlich Straßen fahren, wo wir wenig Verkehr haben. Und das macht eigentlich am meisten Spaß. Gerade mit so einem Auto. Ist übrigens gut gefedert, wie ich merke. Wir haben hier ein bisschen holprige Strecke, aber das schluckt er gut weg. Also ich sag mal, das ist ein einigermaßen erschwingbarer Preis noch für so einen Wagen. Man hat ein Top-Vorkriegsauto, er ist leicht zu bedienen. Einige Vorkriegsautos fahren ja relativ schwer von der Handhabung. Der fährt sich total locker und völlig easy hier. Und ich kann euch sagen, macht echt Spaß zu fahren. Hat auch sehr gute Bremsen übrigens. Hat hydraulische Bremsen, aber noch keine Scheibenbremsen. Und was er hat eine Zentralschmierung und man muss alle 50 Kilometer links auf den Hebel treten und dann wird er wieder geschmiert. Also dass man den abschmieren musste, das war nicht so, das hat es damals schon so gegeben. Also war für die Zeit ein ziemlich modernes Auto. Das war ja auch der Grund, weshalb EMW noch den Wagen weitergebaut hat. In Eisenach und die Karosserie kam dann aus Dresden. In Deutschland hat man den Wagen nicht weiter verfolgt, aber es gab ja so verschiedene, so wie die Marke Veritas zum Beispiel, die haben den BMW 327 28 Motor benutzt und sind damit dann rumgefahren, weil das eine super Maschine war,
die schnell war, die konnte man ausbauen. Es gibt solche Autos oder solche Motoren, die haben über 100 PS gebracht, das war ganz schön viel. Und nach dem Krieg konnte man einfach in das Lager greifen, weil den hatte man ja noch. Und der war sofort einsatzbereit und damit hat die Firma Veritas große Rennerfolge auch erreicht. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, alles BMW 328 Motoren, die hier auch, wie gesagt, eingebaut sind. Also man merkt jetzt hier, der fährt total locker, total easy und entspannt. Das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass es ein gutes Auto ist. So. Was einfach toll ist, der 328 Motor hat einen tollen Sound, hat einen sehr guten Durchzug. Also ihr kommt mit heutigen Straßenverhältnissen super mit bei dem Wagen. Ja. Aber es ist halt ein echtes, originales Vorkriegsauto. Wagen ist schön authentisch restauriert, ist gut gemacht worden. Und was mir noch gefällt, hat eine tolle Farbe. Also mit dem Auto könnt ihr weite Reisen machen und wie ich das merke, auch wie man sitzt. Der hat eine hervorragende Sattlerarbeit hier genossen, der Wagen. Man sitzt da toll drin. Er hat eine gute Seitenführung, man kann sich gut hier am Lenkrad auch festhalten. Es ist genügend Platz übrigens. Also ich sag mal, da kann man auch fahren, wenn man 1,95 m drin ist. Ich habe viel Platz hier vorne, bin ja 1,84 m, das reicht. Schöne Sitzposition und durch den niedrigen Scheibenrahmen sitzt man auch schön in der Natur. Was ich immer toll finde, man ist nicht so eingezwängt vom Auto, sondern man genießt das alles. So, und da wir eine Kappe aufhaben, zieht es auch nicht. Hinten hat er ja ein aufliegendes Verdeck auf der Karosserie. Das fungiert so ein bisschen wie ein Windschutz, also es bläst hier nicht rein. Aber man kann hier wirklich herrlich fahren. Ein Auto, was Spaß macht. Das ist wieder mal ein Auto, was richtig Spaß macht. Es gibt ja teilweise Autos, das arbeitet dann ja echt in Arbeit aus, haben wir auch schon gehabt. Aber den kannst du sportlich fahren hier. Und deswegen war der seinerzeit so erfolgreich. War in den 30er Jahren der Sportwagen schlechthin und daher auch ein legendäres Auto. Also ein BMW 327 28 ist völlig legendär und das kann man hier von dem Auto wirklich sagen. Man kann es auch nachvollziehen, warum. Oh, da kommen dicke Wolken da hinten, das sieht gar nicht gut aus. Naja, also oh. Haben wir heute ganz böses Wetter angesagt. Ja, also laufen tut unser 327, 328 wirklich erste Klasse. Totaler Sportwagen, wie gesagt, den 80 PS Motor könnt ihr hier erkennen an den Zentralverschlüssen mit dem BMW Logo. Das haben es auch richtig gemacht, nicht in Silber, sondern hier noch schön in Bronze. Ja, schaut euch das Spaltmaß an. Das ist wirklich super gemacht. So ein Wagen ist ja auf einer Holzkarosserie aufgezogen, Holzrahmen, also auf die Metallkarosse auf einen Holzrahmen. Hier vorne seht ihr, dass das alles perfekt sitzt, da blüht nichts auseinander. Das sind die sehr bekannten Türgriffe damals vom BMW 327 28. Auch wenn er hier reinguckt, das ist ganz toll restauriert. Auch hier unten der ganze Qualitätsstandard, den sie hier gemacht haben. Ist übrigens wunderschön zweifarbig lackiert. Der ist dunkelgrün und ist oben dunkelgrau. Also hier seht ihr diesen roten Streifen, den hat es oft gegeben seinerzeit. Er geht von vorne bis nach hinten, per Hand gemalt. Hier ist er ganz dunkles Grau und da ist der Wagen dunkelgrün. Also wie ich finde, ist das Auto auch wunderschön. Ist ein absolut toller Wagen. Laufen tut er genauso, wie er aussieht. Auto, was mir total gefällt, das ist ein Gebrauchsklassiker. Mit dem könnt ihr wirklich fahren. Ihr könnt jede Veranstaltung damit teilnehmen, an jeder Rallye euch melden. Ihr werdet immer gerne genommen. Und wie gesagt, es ist eine Maschine, die wunderbar läuft. Der hat 80 PS, der hat richtig Kraft. Was wichtig ist bei so einem Auto, oh, da ist das Licht an, sehe ich gerade. Wo geht das Licht aus? Weiß das jemand? Aus? Nee. Jetzt ist mehr Licht, jetzt ist es aus. Okay. So, das Spinnen. Hier vorne hat er Entlüftung. Wie gesagt, der hat eine ganz schöne Abwärme. Der Motor, das merke ich jetzt auch. Hier sind Rillen in der Motorhaube vorne drin, das auch an der Seite, das ist absolut charakteristisch. Vorne auch die Niere zum BMW 328 ist ja heute noch, die gibt es ja heute noch im 7er und in allen anderen BMWs auch. Aus der Zeit kommt das noch. Und jetzt zeige ich euch mal die Maschine, weil die macht es aus. Also hier vorne links und rechts sind die Hebelchen zur Bedienung, um die Haube zu öffnen. Jetzt hebt man das an. So.
So, und da sind die 3 Vergaser. Der andere, der kleinere mit 55 PS, hat nur 2 Vergaser. Er hier mit Aluminiumkopf, das ist die BMW 328 Maschine mit 3 Vergasern, 80 PS Leistung. Das hat der hier allemal, das hat man eben gemerkt, dass der richtig losgeht. Und wenn ihr hier mal reinguckt, das Auto ist wirklich toll restauriert. Also man sieht das an allen Details, wirklich sehr, sehr gut gemacht, was auch der Gutachter bestätigt. Und das Entscheidende an dem Auto ist eigentlich diese Maschine mit dem Motor da drin. Nicht, weil, wie gesagt, in den 328 Rennwagen auch äußerst erfolgreich. Vielleicht noch ein Detail. Darin seht ihr, dass der gut gemacht ist. Hier die Original Bosch-Lampen, könnt ihr sehen, das ist der alte Schriftzug der Firma Bosch. Und das seht ihr auch in den Lampenringen hier vorne, auch Bosch. Das ist alles vorhanden. Da auch das Bosch-Stempelchen vorne drin, daran seht ihr, das sind die Originalringe aus der Zeit. Auch wieder hier Bosch-Lampen. Dann hier charakteristische Stoßstangen, die waren sehr, sehr flexibel. Die haben sich verbogen, wenn man da mal irgendwo mit gegengefahren ist. Die haben also relativ viel verziehen. Die sind nicht gleich kaputt gegangen oder hatten dicke Beulen. Dann war hier der Blinker an der Seite. Haben wir hier Außenspiegel rechts und hier der allseits bekannte Aluminiumrahmen vom BMW 327 28. Ja, das Interieur, alles in Leder, alles sehr schön gemacht, gut gepolsterte Sitze, man fährt klasse da drin. Vorne Mittelschaltung, 4-Gang, ein Rückwärtsgang. Es müsste schon das ZF-Getriebe sein, das war erst das Hurtgetriebe, war ein bisschen schwieriger. Aber das ist, glaube ich, synchronisiert, also wirklich absolut ein echt tolles Auto. Hier war der Reservereifen hinten drin mit dem Deckel. Und das Kofferraumabteil ist, wie gesagt, von innen zu bedienen gewesen. Ja, also Fazit dieses Autos ist, er läuft wunderbar. Hier unten ist übrigens der Zinsschlüssel, da kann man sehen, Block aus und an. Da vorne drückt man dann den Start, das ist das Bosch-Zeichen. Da springt er sofort mit an. Hier vorne ist der Choke, wenn er kalt ist, muss er ein bisschen mit Choke gefahren werden. Das ist bei sehr vielen Autos ja auch nach dem Krieg noch der Fall gewesen. Aber zum praktischen Bewegen und Fahren kann ich euch sagen, macht das Auto absolut Spaß. Man kann auch Kurven schön fahren. Also das Auto wird seinem Ruf, Sportwagen zu sein, wirklich gerecht. Wir haben hier eine wunderschön kurvige Straße und könnt ihr ja sehen, wie toll der hier durchgeht. Macht einfach Laune. Oh. Ist ja manchmal auch wichtig, wenn es um Vorkriegsautos geht, dass Frauen das auch fahren können. Aber das ist hier möglich. Also es ist wirklich ein Genderauto, geht für Männlein und Weiblein zugleich. Ist längst nicht bei allen Vorkriegsautos der Fall. Und was da noch dazu kommt, er hat diese wunderschöne, elegante Form. Also BMW 327 ist ein absolut elegantes Fahrzeug, was leicht ist. Er hat richtig Kraft, er hat einen tollen Motor. Er ist preislich. Also Top-Autos kosten bis 300.000, wenn es ein richtiger 328 ist. Ein BMW 328 Sportroadster kostet sogar, wenn er ganz echt und authentisch ist, bis zu 900.000 Euro heute. Das sind sehr gesuchte Stücke und ich sag mal, wenn man sich die gesamten BMWs an bedeutenden Autos anguckt, das ist ein BMW 507, das ist ein BMW 327 und ein BMW 328. Das sind eigentlich die bedeutendsten BMWs, die die Marke nach vorne gebracht haben. Dann haben die große Schwierigkeiten gehabt in den 50er, 60er Jahren und dann ging das langsam erst wieder los, so ab 70er Jahre, dass BMW erfolgreicher und erfolgreicher wurde. Aber die Berühmtheit der Marke ist durch diese Autos hier entstanden. Weil da haben sie sich einen Namen mitgemacht. Es gibt auch nicht viele, also vom BMW 327, 28 lediglich 500 Autos, das ist nichts. Davon sind im Krieg sicherlich viele kaputt gegangen, zerbombt worden, zerstört worden, einfach kaputt gewesen, weggeworfen worden. Es gab eine lange Zeit, wo das einfach nur alte Autos waren. Heute gibt es für den Wagen also wirklich richtige Fans. Und dadurch, dass der sich so leicht fährt, also fahren tut er sich wie ein Nachkriegsauto, ist ganz wichtig. Hat eine tolle Stromlinienform, hat eine hohe Geschwindigkeit, also 140 ist eine ganze Menge für so ein Auto. Und er verbraucht nicht viel. So ein Auto kannst du fahren mit, ich sag mal, zwischen 9 und 12 Litern. Er hat einen 60-Liter-Tank. Damit kommt man noch einigermaßen weit. Ja, und die 1100 Kilo, man braucht keine Servolenkung, man kann gut einparken. Ist alles möglich. Auch hier das Getriebe ist synchronisiert.
kann man herrlich schalten. Ja, ein wunderschöner Oldtimer. Und wenn ich mir das die letzten Jahre so angucke, wir sind immer gestiegen, diese Autos. Ihr wisst ja, ich bin schon 37 Jahre im Geschäft. Seit 37 Jahren handle ich mit Oldtimern und 327 ist immer noch nach oben gegangen. Und ich habe die immer gerne verkauft. Ich schätze mal, ich habe bestimmt so 30, 40 Stück davon verkauft. Haben mir immer Spaß gemacht, die Autos. Die Leute haben immer gutes Geld dafür bekommen, auch wenn sie ihn weiterverkauft haben. Ganz wertstabil. Hat halt einen hohen Einsatzwert, einen hohen Nutzen, der Wagen. Ist auch ein Sympathieträger irgendwo. Ja, also auch das ist wieder ein Auto mit Cargold-Qualität. Er ist richtig gut restauriert, substanziell gut restauriert. Der Rahmen ist neu gemacht, ist alles gemacht. Also wenn ihr Fahrzeuge kennt mit Cargold-Qualität, bitte bietet mir die an. Es ist immer sehr, sehr schwer manchmal, dass man auch an wirklich gute Autos kommt. Wir müssen also teilweise irre Strecken fahren. Das ist aber besser geworden, auch durch unsere Filme. Es werden uns immer schönere, immer interessantere Autos angeboten mit Cargold-Qualität. Bitte denkt dran, das ist was für uns. Wir sind im Moment nicht mehr ganz so entspannt hier beim Fahren, weil da kommt ein gewaltiges Regengebiet auf uns zu da vorne. Man hat hier jetzt eine Woche Regen angesagt. Es ist zwar immer noch sehr warm, aber ich sag mal, es ist wahrscheinlich der letzte Sommertag heute. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren den Wagen offen, weil das ist das, was Spaß macht. Ich muss auch sagen, es ist wirklich bemerkenswert, es zieht gar nicht in dem Auto hinten durch das Verdeck. Man sitzt hier einigermaßen windstill hier drin. Nur was man natürlich immer aufsetzen sollte, ist halt eine Kappe logischerweise. Wenn es da doch mal regnet. Ja, jetzt wollen wir noch mal gucken. Hier ist eine schöne gerade Ausstrecke. Ihr könnt merken, er schaltet sich leicht. Das geht wunderbar bei dem Auto. Also das Auto ist wirklich seinem Ruf als Sportwagen wird er gerecht. Es ist ein Sportwagen. Man kann ihn sportlich fahren. Also geht gut los, macht auch richtig Spaß. Freude am Auto. Das ist wieder mal so ein Auto, Freude am Auto mit Cargold-Qualität. So, die letzten 7 Kilometer werden wir wohl schaffen vor dem großen Regen. Also ein tolles Auto. Ich sag mal, viele 327, 28 sind da nicht so ganz toll restauriert, weil sich das preislich früher nicht gelohnt hat. Bei so einem Wagen in den Top-Zustand zu bringen, ist sehr teuer, weil der hat viele Details. Dann hat er noch diesen Holzrahmen. Alleine so einen Holzrahmen zu bauen, ist eine Riesenarbeit, ein sehr großer Aufwand. Und ihr müsst gucken, wenn ihr so einen Wagen kauft, dass der Holzrahmen auch gemacht ist, weil wenn nicht, die Holzrahmen ziehen, dadurch, dass sie sehr alt sind, Feuchtigkeit und gehen auseinander, dann beginnen die Türen zu hängen, das ganze Auto wird schief. Und das machen zu lassen, also wenn man die Reparatur vor sich hat, einen neuen Holzrahmen zu bauen, kostet sehr viel Geld. Und wenn man so ein Auto mal bekommt, der voll restauriert ist, das ist auch noch gut gemacht worden, hat auch noch eine schöne Farbe, wie ich finde, ist was ganz, ganz Seltenes. Es gibt von so einem Auto nicht viele. Oh, das bläst jetzt richtig, ne? Man merkt den Gegenwind hier. Also er zieht richtig Sturm auf, aber ich glaube, wir schaffen es gerade noch. Weil wir sind ja direkt an den Alpen. Hier müssen die Wolken hoch und das bedeutet bei uns immer schwere Unwetter. Und da möchte ich mit dem 327 hier jetzt nicht reinkommen. Aber man kommt ja zügig voran. Guck mal, wie der hier hochgeht. Ja, die 80 PS Maschine hat richtig Kraft. Hat auch einen super Sound, wie man hört. Also ein richtiger Sportwagen. Guck mal, wie der geht hier, was? Oh, der läuft ja klasse drauf. Läuft super gut. Kann man richtig toll fahren. Ja. Freude am Auto. Das ist wieder ein Auto, an dem ich so richtig Freude habe. Der läuft toll, der beschleunigt gut. Übrigens hier Wasser, der hält schön konstant seine Temperatur. Da ist die Kraftstoffanzeige, da ist der Öldruck, Öltemperatur. Also er hat ja wirklich alles, der Wagen. Hat ja super Instrumente, das ist dem geschuldet, dass der 328 eigentlich ein Rennmotor ist.
und ja auch viele Rennen bestritten hat. Tacho geht bis 160 und wenn er so ein bisschen Vorlauf hat, ist er bestimmt 150 schnell gewesen. Da haben wir noch stehen die Hinterachsübersetzung bei dem Auto, hat er auch. Tja, funktionieren tut alles, soweit ich das hier jetzt gemerkt habe. Da vorne ist das Handschuhfach. Mal kurz reingucken, den muss man aufschließen, der geht nicht auf. Das war eine Eiche. Ja. Heute ist ja alles mit besten Maschinen bis auf den tausendsten Millimeter austariert. Das gab es 1938 einfach nicht. Das muss man wissen, wenn man so ein altes Auto fährt. Aber letzten Endes sind die Unterhaltskosten viel geringer. Man muss das ja ins Verhältnis setzen zum Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung. Und dadurch, dass es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die sowas gut finden und sich das leisten können, aber die Stückzahlen, die gibt es nicht mehr, das wird nicht mehr gebaut, könnt ihr davon ausgehen, dass es absolut sicher ist und wertstabil bleibt. Übrigens eine ganz interessante Meldung, das habe ich gerade gestern gelesen in der Wirtschaftswoche vom neuen BMW-Chef. Der hat dringend davor gewarnt, nur alles auf Elektro zu machen. Er sagt, das geht schief, das ist alles viel zu teuer. Es ist viel besser, Richtung Wasserstoff zu gehen. Und wenn es Richtung Wasserstoff geht, also BMW vertritt offiziell diese Meinung jetzt, dann sind auch solche Fahrzeuge mit Wasserstoff zu fahren. Und da müssen die ganzen Motoren, wir waren ja technisch so weit vorne mit der Motorenentwicklung, die können weiterentwickelt werden, die kann man weiter verwenden. Und wenn also hinten aus dem Auspuff Wasser kommt, aber immer noch ein Sound, dann kann unsere Leidenschaft über Jahrhunderte bestehen bleiben und auch diese tollen alten Autos. Und davon gehe ich persönlich aus. Ich sage mal, weshalb Firmen wie VW und Mercedes in eine ganz andere Richtung laufen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Aber ich gehe davon aus, dass die bald umschwenken werden, weil das werden die selber merken. Ja, unsere schöne Probefahrt geht zu Ende. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren mit dem Auto. Die Schaltung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss ein bisschen langsam das machen. Die Kupplung, das hüpft ein bisschen, die muss vielleicht besser eingestellt werden. Aber sonst läuft der Wagen toll, die Maschine läuft super. Ein Auto, was einen riesen Spaß macht. Und ich kann also für jemanden, der sagt, ich möchte in das Oldtimer-Thema einsteigen und langfristig einen richtig schönen Wagen mit Freude am Auto haben, da ist das richtige Auto. Ja, nochmal bitte an euch, wenn ihr tolle Autos kennt, Autos mit Cargo-Qualität, mir bitte anbieten. Stefan Luftschild, Stefan, das wisst ihr ja schon, 08036 70 04 oder den Jungs in Hamburg am Flughafen haben wir ja auch einen Betrieb 040 25 33 5000, da geht das genauso. Also, alles Gute, ich sage Tschüss, verabschiede mich bei euch bis zu meinem nächsten Film. Jetzt haben wir erstmal ein paar Tage Regen, da können wir nicht filmen, aber danach haben wir weitere 8 Autos, die schon wieder gekommen sind, wo es schon wieder losgeht, unter anderem, ach, das ist ein VW, der nicht, das ist ein Kollege, der mich betreut. Alles da, ist egal. Also, alles Gute, bis demnächst und ciao.